good morning and another good morning. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. Why? Because we want you to have a good morning. Warum? Weil wir möchten, dass du einen guten Morgen hast. Look, Schau, Paul says in verse 11, Paulus sagt in Vers 11, only then will I be able to experience complete oneness with him in his resurrection from the realm of death. nur dann wird es mir möglich sein, das vollständige Einssein mit ihm in seiner Auferstehung aus dem Reich des Todes zu erleben. This is a very, very strong expression. Das ist eine sehr starke Aussage. Because basically what Paul is saying, Denn Paulus sagt im Grunde, that if I want to experience his power of resurrection and everything that he has, wenn ich seine Auferstehungskraft und alles, was er hat, erleben möchte, I have to let go of anything that I was clinging to and boasting to. dann muss ich alles loslassen, was ich getan, erreicht und dessen ich mich gerühmt habe. So I wonder how many things are in the way between us experiencing God in intimacy. Ich frage mich, wie viele Sachen uns im Wege stehen, Intimität mit Gott erleben zu können. You see, Paul realized that. Paulus erkannte das. So he said, if anything is in the way of me to come completely one with Jesus, then I don't want it anymore. Deshalb sagt er, wenn mir irgendetwas in die Quere kommt, völlig eins mit Jesus zu werden, dann will ich das nicht mehr. Are you really so desperate you're willing to let everything go, to have really intimacy with him? Bist du so verzweifelt, dass du bereit bist, alles loszulassen, um wirklich Intimität mit ihm zu haben? Guys, Leute, we have to come to this place. wir müssen echt an diesen Punkt kommen. Resurrection life only comes after death, Auferstehungsleben kommt nur nach dem Tod. and death has to be to the law. Und sterben müssen wir dem Gesetz. Think about this. Denk darüber nach. You know, we always want the resurrection life, but we don't want to die to our self-righteousness. Wir wollen immer das Auferstehungsleben, wollen aber nicht unsere Selbstgerechtigkeit sterben. Paul said to the Galatians in chapter 2 Paulus sagte den Galatern in Kapitel 2, that he died to the law. dass er dem Gesetz gestorben war. That's 2 verse 19. Das ist Galater 2, Vers 19. So Paul considered him completely dead to the law, which meant Paulus hielt sich also dem Gesetz gegenüber für ganz gestorben, was bedeutete, that absolutely nothing that I do to obey God will make me right before God. absolut nichts, was ich tue, kann mich vor Gott gerecht machen. I've died to this. Ich bin dem gestorben. And then he says, only then can I experience complete oneness. Und er sagt, nur dann kann ich das vollständige Einssein mit ihm erleben. You know, it's interesting, the Bible says in 1 Corinthians chapter 6, I believe, or 2 Corinthians 6, I don't know. Es ist interessant, dass die Bibel in 1. Korinther 6, Vers 17 sagt, It says that those who belong to the Lord are one spirit with him. wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. So look, Paul says he wants to experience complete oneness with the Lord. Schau, Paulus sagt, dass er völliges Einssein mit dem Herrn erleben möchte. But the Bible tells us that every Christian is already one with the Lord. Aber die Bibel sagt uns, dass jeder Christ bereits eins mit dem Herrn ist. My friends, let me tell you something. Freunde, lasst mich euch etwas sagen. There is a huge difference if you are one with the Lord spiritually and theologically speaking, Es ist ein riesiger Unterschied, ob du mit dem Herrn theologisch gesehen im Geist eins bist or if you are one with the Lord in experience. oder ob du in deinem Erleben mit dem Herrn eins bist. What does it help you if you're one with the Lord but you never experience it? Was hilft es dir, mit dem Herrn eins zu sein, wenn du es nie erlebst? In order for you to experience it, you have to let go of everything that you boast in unless it's Jesus. Um es zu erleben, musst du alles loslassen, womit du dich rühmst, abgesehen von Jesus. But look, verse 12. Schauen wir Vers 12 an. I admit that I haven't yet acquired the absolute fullness that I'm pursuing. Ich gebe zu, dass ich die absolute Fülle, nach der ich strebe, noch nicht erlangt habe. I really like this Das mag ich wirklich, because this keeps Christian life fresh. denn das hält das Christenleben frisch. No matter how much you've experienced intimacy with Jesus, Egal wie viel Intimität mit Jesus du schon erlebt hast, until you are in heaven, you will not have experienced the complete fullness of it. bis du in den Himmel kommst, wirst du nie die komplette Fülle erfahren haben. Which is beautiful because this keeps us active in our relationship with God. Das ist schön, denn das hält uns aktiv in unserer Beziehung mit Gott. Now we can do exactly what Paul says that he was doing. Jetzt können wir genau das tun, was Paulus tat. He says, I admit that I have not acquired it. Er sagt, ich gebe zu, dass ich die absolute Fülle, But then he says, but I run with passion into his abundance. nach der ich strebe, noch nicht erlangt habe, aber ich laufe mit Leidenschaft in seinen Überfluss.
So Paul put an effort into pursuing this abundance of Jesus Christ, Paulus strengte sich an, um nach dem Überfluss Jesu Christi zu streben, so that I may reach the purpose for which Jesus Christ laid hold of me to make me his own. damit ich das Ziel erreiche, zu dem Christus Jesus mich ergriffen hat, um mich zu seinem Eigentum zu machen. So, why did Jesus Christ lay hold of you? Warum hat Jesus Christus dich ergriffen? So that I can do the ministry that God called me to. Damit ich den Dienst ausüben kann, zu dem Gott mich berufen hat. Nein. Why did Jesus Christ lay hold of you? Warum hat Jesus Christus dich ergriffen? So that I won't go to hell and can go to heaven. Damit ich nicht in die Hölle komme, sondern in den Himmel. Nein. That would be the reason he would just simply save you and immediately took you to heaven. Das wäre der Fall, wenn er dich nach deiner Rettung direkt in den Himmel geholt hätte. Nein. Look, Paul said he laid hold of me to make me his own. Schau, Paulus sagt, er hat mich ergriffen, um mich zu seinem Eigentum zu machen. That again speaks about the intimacy. Dabei geht es wieder um Intimität. That's what he said to the Colossians in chapter 1, verse 15 and 16. Darüber schrieb er den Kolossen in Kapitel 1, Vers 15 und 16. Everything was created by him and for him. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. So Paul understood that the reason why Jesus laid hold of him so that Jesus can have him. Paulus verstand also, dass der Grund, warum Jesus ihn gepackt hatte, war, dass er ihm gehören würde. Not so that he can work for Jesus. Nicht damit er für Jesus arbeitet. Working for Jesus is a result from living intimately with Jesus. Für Jesus zu arbeiten ist ein Resultat daraus, innig mit ihm zu leben. It doesn't even make sense if you try to serve God but don't have intimacy with him. Das macht nicht mal Sinn, zu versuchen, Gott zu dienen, ohne in Intimität mit ihm zu leben. Paul understood that, so he pursued intimacy and not work. Paulus verstand das, deshalb war er auf Intimität aus und nicht auf Dienst. I sat yesterday Gestern sprach ich with a very, very wonderful person. mit einer ganz wundervollen Person, This person is going through a really complicated time. die durch eine wirklich komplizierte Zeit geht. Painful, difficult, Schmerzhaft, schwierig, depressed, deprimiert, just not in a good place. nicht in einer guten Verfassung. And you know, the thing that this person talked more about than anything else is that, oh my God, where is the ministry? Where is the ministry? Where is the ministry? Worüber sie am meisten sprach, war, oh mein Gott, wo ist mein Dienst, mein Dienst, mein Dienst? She told me Sie sagte mir, that her children love God, dass ihre Kinder Gott lieben, but they're not in the ministry anymore. aber nicht mehr im Dienst involviert sind. She said that makes her so sad that she prays every day for God to get them back into the ministry. Sie sagte, dass sie das so traurig macht, dass sie jeden Tag zu Gott betet, damit er sie wieder in den Dienst zurückholt. I thought, Ich dachte, there are 3 children, they have wonderful families, wonderful children, are good people and love God. die 3 Kinder haben wundervolle Familien, sind tolle Menschen und lieben Gott. And the only thing that makes you sad is that they're not in the so-called ministry. Und das Einzige, was sie traurig macht, ist, dass sie nicht im sogenannten Dienst stehen. Listen, Hört zu. Paul understood that Jesus got hold of him to live in intimacy with Jesus, not to work for him. Paulus verstand, dass Jesus ihn ergriffen hatte, um in Intimität mit ihm zu leben, nicht damit er für ihn arbeitet. We serve him when he tells us what to do, we do it. Wir dienen ihm, indem wir, wenn er uns etwas sagt, das tun. And if he doesn't tell us to do something, we don't do it, but we still live in intimacy with him. Wenn er uns nichts sagt, machen wir eben nichts, aber leben immer noch in Intimität mit ihm. Always remember, Jesus laid hold of you so that you can be his, not work for him. Denke immer daran, dass Jesus dich ergriffen hat, damit du ihm gehörst und nicht damit du für ihn arbeiten kannst. If being is not more important to you than doing, you have a serious problem in your intimacy with Jesus. Wenn für dich das Sein nicht wichtiger ist als das Tun, dann hast du ein ernsthaftes Problem mit deiner Intimität mit Jesus. I'll see you tomorrow. Bis morgen.